Gewisse Irrtümer erhalten sich hartnäckig. Zum Beispiel der, das Dritte Reich sei in seiner ersten Hälfte durchaus erträglich gewesen und erst im Kriege sei das Unheil über uns hereingebrochen. Das ist ein falsches Bild. Man konnte sofort sehen, wes Geistes dieses Regime war. Es gab Konzentrationslager erklärtermaßen von Anfang an. Vor allem aber gab es andere Anzeichen der Gewalt, die sehr, sehr offen vor aller Augen zu erkennen waren. Und ein solches Menetekel war der angebliche Röhm-Putsch, der in Wahrheit kein Putsch war, sondern ein Massenmord, der erste große Massenmord Hitlers, vollzogen an seinen alten Kampfgefährten. Natürlich wird, wenn wir das jetzt in unserem Dokumentarspiel zeigen, die Gestalt Ernst Röhms im Mittelpunkt stehen müssen. Wer war das? Röhm war ein aktiver bayerischer Offizier gewesen, bis 1918, schwer verwundet, sein Gesicht dadurch verunstaltet. Dann saß er untätig herum, unerträglich für ihn als Landsknechtsnatur. Und er betätigte sich insgeheim am illegalen Aufbau einer neuen Armee. Ein Mann brutal, Liebhaber der Gewalt, ohne jeden Zweifel. Und doch nicht ohne gewisse menschlich verständliche, manchmal fast sympathische Züge, wie sie Hitler nie hatte. Diesen Hitler entdeckte er um diese Zeit als Redner in Versammlungen einer kleinen Partei. Er half ihm, er baute ihm für die NSDAP einen Saalschutz auf, aus dem dann die Sturmabteilungen, die SA wurden, die er kommandierte als oberster SA-Führer, als OSAF. Und dann schlug Hitler los, 1923 im November. Dieser Putsch, wie man weiß, scheiterte. Er wurde aber nur zu 5 Jahren Festung verurteilt, von denen er lediglich 8 Monate absaß. Und seine Helfer wurden noch milder beurteilt. General Ludendorff kam ganz frei davon, Röhm bekam eine Strafe auf Bewährung. Aber als Hitler dann aus Landsberg, dem Festungsgefängnis, nach Hause kam, gab es große Streitigkeiten um die weiter einzuschlagende Taktik. Röhm zog sich zurück aus der Bewegung. Es ging ihm ein paar Jahre lang ziemlich schlecht. Und dann berief man ihn nach Bolivien, nach Südamerika als militärischen Instruktor. Dort wird unser Spiel beginnen. Ein Spiel, das man ein Gangsterstück nennen könnte, den Kampf zwischen alten Verbrecherrivalen. Aber noch ahnt um diese Zeit Röhm nicht das Geringste von dem, was wenige Jahre später sich ereignen sollte. »24. Oktober 1929. Börsenkrach in New York. Beginn der Weltwirtschaftskrise. Auch in Deutschland wachsen Arbeitslosigkeit und Not. Tausende Fabriken, Geschäfte und Handwerksbetriebe müssen schließen. 4 Millionen Arbeitslose stehen Schlange vor den Stempelstellen der Arbeitsämter. Diese Verhältnisse sind der Nährboden für extreme Entwicklungen. Kontra! Am 14. September 1930 wird der 5. Reichstag gewählt. Die NSDAP geht aus dieser Wahl als zweitstärkste Partei hervor. Zu diesem Zeitpunkt wendet sich Hitler an seinen früheren Kampfgenossen und einzigen Freund Ernst Röhm. Selbstverständlich gehe ich nach Hause zurück. Jetzt? Ich verstehe Sie nicht, Röhm. Da drüben in Deutschland geht die ganze Wirtschaft baden. Jeden Monat gibt es mehr Arbeitslose. Es sieht böse aus. Eben. Unsere Stunde ist gekommen. Vor 2 Jahren hatten Sie die Nase voll. Auch von dem da. Und jetzt bekommen Sie einen Brandbrief von ihm und schon lassen Sie alles stehen und liegen. Er braucht mich. Mein Nachfolger hat es nicht geschafft, er ist zurückgetreten. Und jetzt, mein Lieber, jetzt werde ich das aufbauen, was ich schon lange aufbauen wollte. Die SA als Volksarmee. Ja. Aufbauen. Ihr Lieblingswort. Mann Gottes, Sie haben etwas aufgebaut. Hier! Eine ganze Armee. Wollen Sie das alles im Stich lassen? Röhm. Hier wird es immer wieder Krieg geben. Aber in Deutschland kommt die nationale Revolution. Da gehöre ich hin, nicht hier in den Kratschako.
Wo ein Preuße steht, tut er seine Pflicht. Ich bin Bayer. Pepe! Lust! Auf ein Wiedersehen daheim. Sie werden auch eines Tages zurückkommen. So. Und den Rest kannst du behalten. Sind doch immer ganz gut geschmeckt, nicht? Glaubst du, ich hätte es nicht gemerkt? Dem werden Sie auch fehlen. Menschenskind, ist das ein Jammer. Keiner kann mit diesen Kerlen so gut umgehen wie Sie. Und jetzt desertieren Sie einfach. Naja, jeder muss halt nach seiner Fasson selig werden. War doch manchmal eine schöne Zeit hier. Machen Sie es gut, Träum. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und wenig Enttäuschungen. Na, nur keine Sentimentalitäten. Das hier ist vorbei für mich. Auf geht's. 4 Wochen haben Sie eine Ansichtskarte aus München. Endlich mal wieder ein Bier im Bratwurstglöckel. Du bist schön dumm, dass du das nicht magst. Für eines müssen wir etwas extra braten. Weißt du, du bist ein ganzer Kritischer. Ich hab's schon gehört vorhin. Was hast du gehört? Dass du mit unserem Kurs nicht einverstanden bist. Ist ja auch zu blöd, dass wir jetzt die Legalen spielen. Das glaubt uns doch keiner. Was meinst du, Ernst? Der Führer weiß schon, was er tut. Ja, sicher, 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 aber die Herren haben doch auch ihre Bedenken. Doch noch ein Bier? Für alle, das ist meine Runde. Dass der unbedingt immer mitreden muss. Zehnter und ich, wir kennen uns schon aus Flandern. Er ist treu wie Gold. Na, dann gibt zu, dass er recht hat. Womit? Wenn er sich über Adolfs neue Tour ärgert. Also Ernst, das musst du zugeben. Adolf hat sich mächtig gemausert. Es gibt sogar Leute, die behaupten, dass ihm die Wahl zu Kopf gestiegen ist. Ist ja ganz hübsch. 107 Mandate im Reichstag. Aber wenn wir auch 200 hätten, damit haben wir noch lange nicht die Macht. Nee, die müssen wir uns nehmen. Wir sind alle ungeduldig, das ist klar. Danke. Aber ich hab's euch schon gesagt, Adolf weiß, was er will. Wir sind und bleiben Soldaten, wir gehorchen. Das weiß er auch. Ja, und ob. Sonst könnte er sich jetzt nicht so behandeln, nach all dem, was er dir versprochen hat. Das ist doch Quatsch, Fritz. Versprochen hat er mir gar nichts. Aber jeder von uns hat doch selbstverständlich gedacht, er holt dich aus Bolivien, damit du wieder OSAF wirst wie früher. Du darfst den Stabschef spielen und Adolf selbst ist oberster SA-Führer. Ja, davon versteht er nun wirklich nicht. Er ist ein alter Frontsoldat. Ich war Unteroffizier war er. Na, und wie der 23 die Sache angefasst hat, also das war doch reiner Dilettantismus. Dir hätte er das überlassen müssen, Ernst. Du bist nicht gezummt wie Adolf, was es an der Feldherrnhalle knallt. Also Schluss jetzt damit! Ich spreche denn vom Führer. Verbitte mir das. Also gut. Alle waren damals Helden. Vorneweg der dicke Hermann Göring. Prost. Prost. Das ist auch so ein müder Held. Fühlt sich sauwohl in seiner Schwatzbude am Berliner Du Königsplatz. etwa nicht, Herr Reichstagsabgeordneter? Du wirst lachen, Schneidhuber. Mir gefällt's dort. Wenn sich die Sozis an der Wand lang drücken, als ob sie Angst hätten, dass ich sehe. Ah, da sieht man, was ein guter Ruf wert ist. Das ist ja auch zum Schießen. Ein leibhaftiger Febelmörder als gewählter Volksvertreter. Du sag mal, was macht eigentlich dein Prozess, Edmund? Nichts. Ich bin jetzt immun. Bis zur nächsten Wahlen sind wir durch. Dann wird überhaupt nicht mehr gewählt. Kannst du beruhigt schlafen, Heines. Aber nicht so fest, Edmund. Bei euch in Schlesien müssen endlich mal die Reibereien mit der Reichswehr aufhören. Ist doch halb so wild. Ich habe fabelhafte Kontakte mit einigen Herren vom Breslauer Wehrkreiskommando. Aber nicht mit dem Chef, und das ist jetzt wichtig. Ihr habt doch gehört, was Adolf heute Morgen darüber gesagt hat. Und ob? Den Generalen Pfötchen geben, mit den Leutnants möglichst wenig reden. Junge, der Weg zur Macht führt nun mal über die Reichswehr. Und über den Eulen Hindenburg. Und über demokratische Wahlen und über was weiß ich noch. Wie lange soll das so weitergehen? Unsere Stunde kommt, und je unbeirrbarer wir uns darauf vorbereiten, desto eher. Aber kommt, Kinder, Schluss jetzt mit der Debatte. Wir sind doch nicht im Reichstag. Nee, Gott sei Dank nicht. Also, sag mal, wie ist das nun eigentlich? Wir kriegen Befehle von der Gauleitung, ja? Und so viel steht jedem mit Fallen weg.
Jede Gauleitung hat ihre SA selbst zu finanzieren. Und wo das nicht klappt, bitte sofort Meldung. Dann melde ich dir hiermit, Stabschef. Bei uns in Schlesien ist jeder zweite SA-Mann arbeitslos. In München wird es auch jeden Tag schlimmer. Besser, Gustl, besser. Das ist doch Wasser auf unsere Mühle. Wir müssen zeigen, dass wir unseren Leuten helfen. Mit Suppenküchen? Ach, sind wir ein Wohltätigkeitsverein? Also ich meine ja auch, es löffeln jetzt zu viele mit. Neuerdings sogar welche von der Kommune. du, das sind gar nicht mal die schlechtesten. Um die müssen wir uns besonders kümmern. Ja, natürlich müssen wir uns die Kerle vorher ansehen, klar. Gehört das auch zu Adolfs neuer Taktik? Das geht ihn gar nichts an. Organisatorisch sind wir vollkommen unabhängig. Hoffentlich. Das lass mal meine Sorge sein. Und damit wir uns nicht falsch verstehen. Wenn die Kommune frech wird, hauen wir zurück. Dann ran an den Feind. Und vor allem Juda verrecke. Juda verrecke! Auf dein Wohl, Osaf. Ich meine natürlich Stabschef. Und das schreibt euch hinter die Ohren, Jungs. In einem Jahr will ich dem Führer melden, Gesamtstärke der SA verdoppelt. Röhm hält Wort. Wieder erweist er sich als glänzender Organisator. Aus Tausenden werden Zehntausende und dann Hunderttausende. Zu den Stürmen und Standarten kommen Spezialeinheiten, wie die Motor-SA. Und es entsteht eine anfangs wenig beachtete Sondertruppe, die Schutzstaffeln, abgekürzt SS. Auch die SS untersteht formell Röhm. Er schafft das gewaltige Machtinstrument, dessen ständig wachsende Drohung Hitlers politische Erfolge ermöglicht. Berlin im Frühjahr 1931. Die Brüder wären ziemlich frech. Ich dachte, dass ich widerspreche. Beste nationale Jugend. Na was? Rabaukt. Wilder Haufen. Wir sollten uns mehr um sie kümmern. Großartige Kerle darunter. Wird mal das Reservoir unseres zukünftigen Volksheeres. Ja, das meint Schleicher auch. Der Chef ist anderer Ansicht. Tja, Generaloberst von Hammerstein denkt manchmal noch in Begriffen der alten kaiserlichen Armee, wenn ich mir diese Nerven erlauben darf. Nein, mein Lieber, reiche noch. Soll ich nachsehen, wo Herr Generalswagen bleibt? Nee, danke. Habe ich weggeschickt. Mal ein bisschen frische Luft schnappen. Wenn mich die Herren ein Stück begleiten wollen? Ja, der General möchte sowieso in die Stadt. Verstehe. Sie sind im Zivil. Kleiner Berlin-Bummel, was? Ich hoffe, Herr General, wir gönnen einem armen Oberst aus der Provinz mal eine kleine Abwechslung. Ja, klar. Aber nur sagen Sie mal, mein lieber Reichenau, ihr da oben in Königsberg, ihr haltet tatsächlich was von diesen braunen Heerscharen? General von Blomberg, und ich will Ihnen denken so, Ostpreußen ist isoliert. Im Fall der Fälle könnte die SA in Grenzschutz eingebaut werden. Ja, ziemlich gefährliche Sache. Wollen Sie den Leuten etwa Waffen geben? Gar nicht in Frage. Wir behalten selbstverständlich alles in der Hand. Sie kümmern sich zu viel um Politik, mein lieber Reichenau. Uns Soldaten geht das nichts an. Pardon, Herr General. Dass langsam aber sicher alles vor die Hunde geht, soll er sich interessieren? 4 Millionen Arbeitslose? Das anwachsender KPD? Na, ich weiß nicht. Aber was können wir denn dagegen machen? Mindestens den Hitlerleuten keine Steine in den Weg legen. Solange wir keine allgemeine Wehrpflicht haben, könnte die SA immerhin, sagen wir mal, so eine Art Schule der Nation sein. Na, was Sie denken genauso wie dieser Röhm. So ein alter Kamerad von uns. Herr von Schleicher kennt ihn genau. So. Kennt er auch Röhms Privatleben? Ach, das sind sicher Verleumdungen. Nee, mein Lieber, da weiß ich besser Bescheid. Und der Hitler ist auch im Bilde. Wir haben eine Last von ihm in Händen, in dem es heißt, das Privatleben meiner SA geht mich nichts an. Die ist kein Heim für höhere Töchter. Nee, mein Lieber. Mit diesen, Sie wissen schon, was ich meine. Damit gibt unser einer sich doch nicht ab. Offiziell werden wir uns ja sowieso niemals mit ihm identifizieren. Aber weshalb ihn nicht, in aller gebotenen Vorsicht, für uns einspannen? Ich glaube, hier trennen sich unsere Wege. Wie der General wünscht. Also bis morgen, meine Herren. Tja, da wird es noch manche Schwierigkeiten geben. Die Zeit arbeitet für uns. Sagten Sie uns? Jawohl, Oberst. Für uns. Freut mich. Tja, dann will ich mich auch mal seitwärts in die Büsche schlagen. Hätte gern noch mit Herrn Oberst gesprochen. Ich bleibe noch 2 Tage hier. Kommen wir jetzt überhaupt öfter her? Die Gelegenheit wird sich finden. Verstehe. Viel Vergnügen für heute Abend, Herr Oberst. Berlin, Weinstube Reich, Herbst 1931. Gut, dass wir uns endlich mal in Ruhe sprechen. Es gibt einiges zu klären.
Sie sagen das mit so einem drohenden Unterton. Aber durchaus nicht, mein Lieber. Ich bin in Sorge. Ihre Leute und die Armee leben sich immer mehr auseinander. Tja, das entspricht doch wohl den beiderseitigen Wünschen. Ihr Ministerium hält Distanz zu uns bösen Nazis. Und der Führer hat angeordnet, jeden Verkehr mit Reichswehrstellen auf korrekte Höflichkeit zu beschränken. Ich weiß. In gewissem Sinne geht es auf meine Anregung zurück. Ach. Wieso, Herr von Reichenau? Seit Sie mich liebenswürdigerweise im vorigen Jahr mit Herrn Hitler zusammenbrachten, habe ich ihn noch zweimal getroffen. Ein bemerkenswerter Mann. Es freut mich, dass Sie das sagen. Mir scheint allerdings, dass seine Absichten von einem Teil der SA-Führer missverstanden werden. Manche Ihrer Herren verhalten sich vollkommen abweisend, um nicht zu sagen feindselig. Darf ich um Beispiele bitten? Ich höre Äußerungen wie, die Reichswehr sei reaktionär. Das stimmt doch auch. Zum Teil jedenfalls. Nehmen Sie mir meine Offenheit nicht krumm, aber gewisse Kreise bei Ihnen betrachten uns doch als eine Art Rotfront in Braun. Und ist das sehr abwegig? Völlig. Wir sind das Massenheer der kommenden nationalen Erhebung. Die Reichswehr dagegen pflegt, das ist ein Segtsches Erbe, ein gewisses Elitedenken. Bitte, ich verdamme das gar nicht. Nur so ist überhaupt wieder ein schlagkräftiges Heer entstanden. Sehen Sie? Da formulieren Sie selbst den Gegensatz. Den ich genauso überbrücken möchte wie Sie. Sie haben doch die Absicht, ihn zu überbrücken, oder? In Ostpreußen bemühen wir uns, keine Antipathie aufkommen zu lassen. Das ist auch die erklärte Absicht meines Vorgesetzten. Ja, leider ist Herr von Blumberg eine Ausnahme. Die meisten Generäle blicken auf uns herab. Aber viele der jüngeren Offiziere sind bereit, mit Ihnen zusammenzugehen, wenn Sie das Ihre dazu tun. Herr von Reichenau, jetzt lassen wir mal das Drumherum reden. Meine SA ist ein Kind der Armee. Viele SA-Führer sind ehemalige Offiziere. Und halten nun wenig von unseren Traditionen. Das stimmt nicht. Unsere Standarten haben sogar die Regimentsnummern des alten Heeres bekommen. Ja, sehen Sie, lieber Herr Röhm, gerade das empfinden manche bei uns als Anmaßung. Praktischen Wert haben nur gemeinsame Maßnahmen, die man selbstverständlich sehr behutsam vorbereiten muss. Haben Sie mit dem Führer gesprochen? Andeutungsweise. Wir beide sollten das unter uns klären. Bitte. Was haben Sie vorzuschlagen? Zunächst einmal Warnungen. Mir scheint, Ihre Idee einer Massenerhebung ist im 20. Jahrhundert ein Luftschloss. Levé en masse. Erinnert mich an französische Revolution. Warum nicht an Scharnhorst, Herr von Reichenau? Wir leben nicht unter einer napoleonischen Besatzung. Nein, aber unter der Herrschaft von Juden und Novemberverbrechern. Reichskanzler Brüning ist ein sehr national denkender Mann. Und die Sozi-Regierung in Preußen schickt uns die Polizei auf den Hals. Die Zusammenstöße werden wohl auch manchmal provoziert. Übrigens sind in letzter Zeit sehr viele ehemalige Kommunisten in der SA aufgenommen worden. Die haben jedenfalls noch nie ein geheimes Waffenlager an die alliierten Schnüffelkommissionen verraten. Apropos Waffen. Da sollten Sie besonders vorsichtig sein. Einziger Waffenträger ist und bleibt die Reichswehr. Ja, Donnerwetter nochmal. Sollen sich meine Jungen vielleicht wehrlos von Roten und Rosaroten zusammenschlagen lassen? Das kann niemand verlangen, der auch nur eine Deutsch-Sympathie für uns empfindet. Ich habe nicht nur Sympathie für Sie, ich bewundere Ihre Leistungen aufrichtig. Ich bitte Sie nur von Kamerad zu Kamerad. Liefern Sie keine Anlässe, dass gegen Ihre SA eingeschritten werden muss. Also doch eine halbe Kriegserklärung. Ein Bündnisangebot. Wir beide sollten Fühlung halten. Meinen Sie, ich sehe Ihnen nicht den Tag herbei, an dem wir offen Seite an Seite stehen werden? Dieser Tag scheint nahe zu sein. Anfang 1932 gibt es in Deutschland mehr als 6 Millionen Arbeitslose. Die Massen wenden sich immer mehr den radikalen Parteien zu, vor allem der NSDAP. Die SA wächst auf 400.000 Mann an. Immer blutiger werden die Auseinandersetzungen mit den Kommunisten und mit dem Reichsbanner, das die parlamentarische Demokratie schützen will. 1932 wird das Jahr der Wahlen. Am 13. März wird der 85-jährige Generalfeldmarschall von Hindenburg als Reichspräsident wiedergewählt. Sein Gegenkandidat war Adolf Hitler. Der unterliegt
aber insgesamt 13,5 Millionen Stimmen erhält. Reichskanzler Brüning nutzt den Augenblick und verbietet am 13. April die SA. Ein paar Monate lang verschwindet das Braunhemd von den Straßen, doch Röhms Privatarmee marschiert weiter im weißen Hemd. Am 30. Mai muss Reichskanzler Brüning zurücktreten. Hindenburg beruft den bis dahin unbekannten Herrn von Papen, der keine Mehrheit im Reichstag findet und mit Notverordnungen regiert. Am 16. Juni macht Papen das SA-Verbot rückgängig, um von der NSDAP toleriert zu werden. Als Papen den Reichstag auflöst, verdoppeln sich bei der Neuwahl am 31. Juli die Stimmen der Hitlerpartei. Die NSDAP wird mit 43,9% stärkste Partei des Reichstages. Hitler sieht sich schon als Kanzler. Doch eine Aussprache mit Hindenburg am 31. August verläuft ergebnislos. Im Herbst, am 6. November, wird wiedergewählt. Und diesmal verliert die NSDAP zum ersten Mal Stimmen, bleibt aber die stärkste Partei. Ein Freund des Hauses Hindenburg zieht hinter den Kulissen die Fäden, General Kurt von Schleicher. Er verhandelt nach allen Seiten, auch mit Abgesandten Hitlers, den er jetzt für kompromissbereit hält. Ende November 1932 in Schleichers Jagdhaus am Grebnitzsee. Ihr Freund Papen ist am Ende, Herr von Schleicher. Der macht keine 3 Tage mehr. Was werden Sie jetzt tun? Die Armee mischt sich nicht in die Politik ein. Das sagen ausgerechnet Sie? Herr von Schleicher, darf ich mal ganz offen sprechen? Ich bitte darum, wir sind doch alte Kameraden. Endlich ist die Bahn frei für eine Regierung, hinter der das ganze Volk steht. Das entscheidet der Generalfeldmarschall. Sie sind doch mit Oskar von Hindenburg befreundet. Durch den Sohn haben Sie das Ohr des Vaters. Nehmen wir an, dass es so ist. Worauf wollen Sie hinaus? Ich möchte erfahren, ob wir Verbündete sind. Fragen Sie das im Auftrage von Herrn Hitler. Er weiß, dass ich mit Ihnen spreche. Sagen Sie ihm, dass ich mein Möglichstes tue, um den wenig günstigen Eindruck auszubügeln, den sein Besuch bei dem alten Herrn hinterlassen hat. Bin im Bilde. Hitler ist eben sehr impulsiv, aber er hat viel dazugelernt. Wenn man doch endlich mal das Misstrauen gegen meine Leute zerstreuen könnte. Das SA-Verbot im Frühjahr hat sehr viel böses Blut gemacht. Es erfolgte gegen meinen Willen. Ah, gewiss. Aber die Abneigung einiger leitender Herren der Reichswehr besteht nach wie vor. Was ja wohl auf Gegenseitigkeit beruhen dürfte. Ich für meine Person bestreite das ganz entschieden. Herr von Schleicher, Sie haben doch im Gegensatz zu vielen Ihrer Kameraden immer ein Herz für den kleinen Mann gehabt. Die Leute um Papen nennen Sie nicht umsonst den Roten General. Ihnen dürfte unser nationaler Sozialismus doch gar nicht so fremd sein. Ganz und gar nicht. Sie müssten mir nur etwas entgegenkommen. Wie meinen Sie das? Man könnte viel tun für Ihre SA, wenn sie in irgendeiner Form der Armee angegliedert wäre. Bitte. Nein, danke. Und damit unter Kontrolle. Das käme der militärischen Ausbildung Ihrer Leute zugute. Da liegt ja wohl einiges im Argen. Aber das wissen Sie ja selbst. Freilich. Ich erkenne durchaus an, was Sie in den beiden letzten Jahren geleistet haben. Wissen Sie, Sie wären ein fabelhafter Reichswehrminister. Doch, doch, doch. Es ist nur vorläufig nicht daran zu denken, weil Herr Hitler nicht Vizekanzler werden will. Selbstverständlich nicht. Als Führer der stärksten Partei. Die jetzt erhebliche Einbußen erlitten hat. Röhm, zögern Sie nicht zu lange. Es geht mir darum, die junge nationale Opposition an die Verantwortung, an den Staat heranzuführen. Dann soll Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler machen. Das will der alte Herr auf keinen Fall. Aber es gibt doch andere fähige Männer bei Ihnen. Ich habe neulich Herrn Strasser kennengelernt. Das wäre ein tüchtiger Wirtschaftsminister, meinen Sie nicht? Gregor Strasser besitzt nicht mehr das volle Vertrauen des Führers. Wirklich? Das ist schade. Außerdem entscheidet einzig und allein der Führer darüber, ob ein Nationalsozialist in die Regierung eintreten soll. Eine beneidenswerte Disziplin. Es ist ein Jammer, dass diese enorme Kraft sich in unfruchtbare Opposition erschöpft. Ich bin und bleibe Soldat. Politische Entschlüsse fasst allein der Führer. Aber mit dem wollen Sie ja nicht verhandeln.
Herr von Schleicher, klipp und klar. Wer bildet die nächste Regierung? Sie selbst? Das entscheidet der Herr Reichspräsident. Was kann ich also dem Führer als Ergebnis unserer Unterredung melden? Sagen Sie ihm, ich stehe Ihrer Bewegung mit Sympathie gegenüber. Und ich bin jederzeit bereit, über eine vernünftige Zusammenarbeit zu verhandeln. Sie werden vielleicht schon sehr bald erleben, dass ich das ernst meine. Tja, also dann auf baldiges Wiedersehen. Leben Sie wohl, mein lieber Holm. Redo, kommen Sie bitte. Nun? Absolut nichts zu machen. Das habe ich Ihnen doch vorausgesagt, Herr General. Dabei habe ich ihm goldene Brücken gebaut. Er weiß nicht an. Sehr siegessicher, diese braunen Herrschaften. Immer noch. Was soll also geschehen? Eins ist klar. Diese Privatarmee können wir auf die Dauer nicht dulden. Sie denken an ein neues Verbot. Ja, also Anlässe dazu gäbe es genug. Wir haben im Frühjahr erlebt, wie sowas verpufft. Nein, wir müssen die SA auf andere Weise matt setzen. Mal sehen, wie ich mit Strasser weiterkomme. Das ist ein ehrgeiziger Zivilist. Es steht nicht gut zwischen ihm und Hitler. Röhm hat mir das soeben bestätigt. Schade. Mit ihm hätte ich diesen Versuch lieber gemacht. Ist und bleibt ein braver Soldat. Nach allem, was du da erzählst, Ernst, sieht es so aus, als ob der Schleicher irgendetwas Hundsgemeines vorhat. Ach, Quatsch. Das ist ein Offizier, ein Ehrenmann. Der war immer schon ein alter Intrigant. Erst hat er seinen alten Chef und Gönner, den General Gröner, verraten. Dann Reichskanzler Brüning. Und jetzt macht er dasselbe mit seinem Busenfreund Papen. Immer auf die leise Tour. Naja, vielleicht habe ich auch manches missverstanden. Du, Ernst, wir sollten uns mit ihm überhaupt nicht einlassen. Leider haben wir bloß nicht mehr viel Zeit. Die Schulden wachsen der Partei über den Kopf. Goebbels hat mir haarsträubende Zahlen genannt. Der alte Miesmacher. Eine Hoffnung haben wir. Dem Schleicher traut niemand. Wenn der Kanzler wird, hat er in ein paar Monaten abgewirtschaftet. Schleicher wird Reichskanzler und hat wirklich in 60 Tagen abgewirtschaftet. Hindenburg ruft Hitler zu Verhandlungen ins Präsidentenpalais. Im nahen Hotel Kaiserhof wartet Röhm auf das Ergebnis. Es ist der 30. Januar 1933. Verdammte Warterei. Adolf schafft es wieder nicht. Diesmal muss es klappen. Ich habe meine Leute in den Sturmlokalen zusammengezogen. Wenn ich wieder mit leeren Händen nach Hause komme, dann wär's ihr Berliner, ihr müsst den Schnauz auch immer so voll. Im Breslau marschieren Sie auf alle Fälle. Heines hat's mir doch gesagt. Niemand marschiert ohne meinen ausdrücklichen Befehl, ist das klar? Ja, sicher, sicher. Aber wenn wir Adolf vor die vollendete Tatsache Ich verbiete jede eigenmächtige Aktion. Da drüben. Da. Da. Ich sehe nicht. Nichts. Aber natürlich, Mensch. Kannst du nicht kicken. Da. Kleingläubigen, was sagt ihr jetzt? Ernst? Ja, ich weiß nicht, Ernst. Du bist so sicher. Noch wissen wir gar nichts. Aber Kinder, seid ihr denn blind? Wir haben gesiegt. Das alles habe ich mir ganz anders vorgestellt. Mensch, jetzt geht's doch jetzt richtig los. Hitler wird von Hindenburg mit der Bildung der neuen Regierung beauftragt. Der Reichskanzler Hitler zeigt sich zunächst als legaler Politiker. Die SA, der er diese Machtübernahme verdankt, glaubt, dass nun die zweite Revolution beginnt. Diese Revolution findet nicht statt. Die SA bekommt nicht ihre ersehnte Nacht der langen Messe. Aber sie wird bewaffnet und als Hilfspolizei herangezogen. Überall kommt es zu schlimmen Exzessen. Gegen den Terror der Braunhemden wagt sich kaum jemand zu wehren. Jeder kleine Truppführer nimmt auf eigene Faust Hausdurchsuchungen und Verhaftungen vor. Du willst also nichts sagen? Mach dein Maul auf, du Schwein! Da draußen wirst du reden! Emil! Nachschub! Wollt ihr wohl weiter singen, ihr Mistvögel? Blöder Heini. Spielt den Stummen. Was hat er nun davon? Vielleicht hat er nichts zu sagen. Keine Sorgen. Weißt du was?
War wieder so eine richtige Saalschlacht. Das war doch noch was anderes als diese blöde Polizeispielerei. Dienst ist Dienst. Adolf weiß schon, was er will. Der hält doch bloß noch schöne Reden. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Ebenso gern spricht er vor geladenen Gästen aus der Industrie. Hier klingt seine Sprache jedoch ganz anders. Ein fantastischer Redner. Wir haben uns alle in Hitler getäuscht. Diese Mäßigung, dieses Verständnis für unsere Interessen. Vor allem schafft er uns diese Roten vom Hals. Ja, dafür haben wir nun diese SA. Werden wir noch einiges erleben. Haben Sie Ärger mit denen? Ja, das kann man wohl sagen. Bei mir im Werk ist der Obmann der NS-Betriebsorganisation. NSBO. Ja, der ist auch Sturmführer oder sowas. Der bedrängt mich laufend. Finanziell? Ja, das hört gar nicht auf. Einführung einer SA-Küche, Sammlung für Kampfopfer, Sammlung von Wintermänteln und so weiter. Und hier geht dasselbe im großen Stil weiter. Sehen Sie nur. Ich freue mich natürlich, dass ja, da muss man mitmachen. Sprechen durfte. Gescheit von dem alten Fuchs. Kann man sich wohl nicht ausschließen, wenn der Herr Reichsbankpräsident selber den Klingelbeutel schwingt. Für den Wahlfonds. Das hat uns Dr. Schacht vorher vertraulich angekündigt. Trotzdem, diese private Sammelei, die sollte man unterbinden. Ich werde es machen wie die Leute von den IG Farben. Die haben sich mit Röhm selber arrangiert. Da hat man ein für alle Mal seine Ruhe. Röhm, sagen Sie? Das ist doch die Sorte, die andauernd von Revolution redet. Aber das passt doch gar nicht zu den vernünftigen Worten von Herrn Hitler. Geburtswillen, lieber Freund, alles halb so wild. Ja, hoffentlich. Hier, Herr Doktor, man tut, was man kann. Sie sehen, kommen da allerhand zusammen. Der Hauptsache, wir kriegen endlich Ruhe und Ordnung. Naja, schließlich haben wir noch die Armee. Auf die Reichswehr. Berlin, Weinstube Reich, Frühjahr 1933. Wir machen Zutreiberdienste für die Generale. Weiter nichts. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, lieber Rauschning, Sie übersehen das nicht so da oben in Ihrem Danzig. Aber kommen Sie mal hierher, gucken Sie sich den Laden mal hier an. Es wimmelt nur so von Reaktionären. Und Adolf gefällt's. Aber glauben Sie mir, die ganze nationalsozialistische Revolution ist im Eimer, wenn die SA nicht endlich eine öffentliche Funktion bekommt. Ob als Miliz oder besonderer Kader des neuen Heeres, das ist mir schon ziemlich egal. Es ist ein Jammer, dass Sie brach liegen. Ein Mann mit Ihrem Temperament und Ihrer Energie. Sie müssen versuchen, ein wenig Geduld zu haben, mein lieber Röhm. Warum immer ich? Dem Doktor, dem hat er extra das Propagandaministerium eingerichtet. Göring, der gibt an mit seinen diversen Ämtern. Und ich soll den Hampelmann spielen. Sie sind verbittert, Röhm, das macht Sie ungerecht. Adolf wird ein ganz feiner Gent. Er hat sich sogar schon einen Frack zugelegt. Als Reichskanzler hat er gewisse Rücksichten zu nehmen, muss sich anpassen. Und alles bleibt beim Alten. Wozu haben wir eigentlich eine Revolution gemacht? Es muss doch irgendwas Neues entstehen. Nicht ein Aufguss der alten kaiserlichen Armee. Hitler sprach neulich von einem anderen Weg. Er sagte mir, er wäre bereit, jeden Pakt abzuschließen, der Deutschland ein Heer von 400.000 Mann ermögliche. Dann könne er bei günstiger politischer Gelegenheit ohne Risiko einen Schritt weitergehen. Das ist der echte Adolf. Erst will er die Armee mit seinen sogenannten Fachleuten aufbauen und dann will er sie nationalsozialistisch machen. Wo da der revolutionäre Geist herkommen soll, das möchte ich mal wissen. Aber mein lieber Adolf ist bei mir in die Schule gegangen, mein Lieber. Alles, was er von militärischen Dingen weiß, das hat er von mir. Aber das ist und bleibt ein Zivilist, ein Künstler. Der Führer hat gerade wieder von der Notwendigkeit einer zweiten Revolution gesprochen. Reden kann er. Uns alle vertrösten, aber das begreift er nicht. Das Fundament muss revolutionär sein. Der will die fertige Armee erben. Ach, das macht mich ganz krank, wenn ich ihn da mit diesen preußischen Generalen rumflanieren sehe. Die werden ihm seinen Krieg bestimmt nicht gewinnen. Hitler hält enge Verbindung zur Führung der Armee und hier vor allem zu General von Reichenau.
Hitler wird in der großen Politik salonfähig. Die SA dagegen fühlt sich mehr und mehr zurückgesetzt. Sie sind dem Adolf nicht mehr gut genug. Und dem General tut es nicht. Da oben werden wir verschachert, Ernst. Ach, Quatsch. Ist alles mit mir besprochen. Adolf steht zu uns. Aber reden tut er nicht so. Die Revolution ist abgeschlossen. Und ich werde jeden Versuch, die sogenannte zweite Revolution auszurufen, rücksichtslos unterdrücken. Das wissen wir es doch endlich. Wir sind für ihn nur noch ein Klotz am Bein. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Kinder, lasst euch doch nicht ins Boxhorn jagen. Tarnung muss eben sein. Sollen wir außenpolitische Schwierigkeiten in Kauf nehmen, nur wegen heimlicher Aufrüstung, noch bevor sie in Gang gekommen ist? Bei uns geht eben alles streng legal vor sich. Ich glaube, er meint es inzwischen ernst mit der Legalität. Er will nach oben. Ganz nach oben. Der wirft uns diesen Militärs als Fraß vor. Es passt mir nicht, dass dieser Reichenau, dieser aalglatte Hund hier rumwimmelt. Heimlich. Mit uns setzt man sich ja nicht an einen Tisch. Denen werden wir es zeigen. Und wenn der Chef nicht will, dann machen wir die Revolution ihm allein. Mensch, Ernst, sieh doch mal zu, dass du ihn vor die Flinte kriegst. Hau doch endlich auf die Pauke. Nürnberg, September 1933. Röhm nutzt jede Gelegenheit, um Hitler die Macht der SA vor Augen zu führen. Auf dem ersten Reichsparteitag nach der Machtübernahme, dem Parteitag des Sieges, marschieren Hunderttausende im Braunhemd auf. Trotz dieser eindrucksvollen Demonstration bleibt die von Röhm erhoffte Wirkung aus. Im November 1933 spricht Röhm auf einer Kundgebung der SA im Berliner Sportpalast. Man hört oft Stimmen, dass die SA jede Existenzberechtigung verloren hätte. Ohne die SA, diese härteste, edelste Waffe des politischen Kampfes, hätte es nie eine nationale Erhebung und erst recht keine nationalsozialistische Revolution gegeben. Unerschütterlicher, heiliger Glaube, ungeheure, nur durch sich selbst gebändigte Kraft, unbedingte, zu jedem Opfer gewillte Einsatz- und Kampfbereitschaft, eisenfester Wille, härteten sich zum Schwert und zum Geist der deutschen Revolution. Die gemeinsam bestandenen Kämpfe und Gefahren, das gemeinsame Ziel, haben die SA-Männer und ihre Führung zu einem einheitlichen Guss zusammengeschweißt und das braune Heer zu einem Machtfaktor im Staate werden lassen. Längst, ehe Adolf Hitler die politische Führung des Reiches übernahm. Kampf war unser Weg. Die nationalsozialistische Revolution unser Ziel. Dieses Ziel ist noch nicht erreicht. München, Braunes Haus, 28. November 1933. Auf dein Wohl, Ernst. Und darauf, dass wir noch so manchen Geburtstag zusammen feiern. Männer, trinken wir auch unser gemeinsames Ziel. Prost! Prost! Ein ausgezeichneter Wein. Na los, dann hatte ich mal ran, steht noch eine ganze Kiste draußen. Geschenk vom Buchen. Ich will übrigens gleich auch mal vorbeikommen. Aha. So, die Post macht heute Überstunden. Du kannst dich nicht beklagen, Ernst. Ich muss mich mal stärken. Also was mich ja am meisten freut, sind die Glückwünsche von so vielen einfachen SA-Männern. Das soll übrigens nicht heißen, dass ich die Glückwünsche der SS nicht zu würdigen weiß. Prost, lieber Eike. Tot unseren Feind. Ach, mal hören Sie doch auf, wir sind doch so zahm geworden. Es gibt doch jetzt schon gewisse Herren, die halten revolutionäre Gesinnung für eine Charakterschwäche. Nur zu den Feiern am 9. November kommen Sie noch pünktlich nach München. Ja, da ist ja auch die Wochenschau im Großeinsatz. Muss zu schön sein, über die Kinoleinwände zu flimmern. Also ich ziehe es vor, Revolution zu machen, statt sie zu feiern. Prost, Kamerad! Prost! Prost. Oh, das ist ja eine reizende Überraschung. Ich hoffe, Sie nehmen mir nicht übel, dass ich es einfach einbringe. Willst du genau erfahren, was sich ziemt, zu fragen nur bei edlen Frauen? Er kennt seine Klassiker. Und die Damen liegen ihm zu Füßen. Mein Mann hat... Hat ihr verboten, hierher zu kommen? Er hat sich geweigert, in Uniform über die Straße zu gehen mit Lou. Aber ein Geburtstag so ganz ohne. Oh, bitte, gnädige Frau. Oh. Der Stabschef hat viele junge Freunde, die noch Sinn für Romantik haben.
Einen Ehrenplatz für diesen Strauß. Bravo. Ernst? Himmler ist eben vorgefahren. So, aha. Nicht jeder, der hier erscheint, ist mir so willkommen wie Sie. Er hat mit dem Chef noch eine Kleinigkeit zu bekakeln, ehe er sich in den Geburtstagstrubel stürzt. Verzeihung. Darf ich? Danke. Das ist wahnsinnig ernst. Das wird er dem Himmler brühwarm berichten. Dieser Eike hat sein Dach bestimmt nur verlassen, um bei uns herumzuspielen. Na und? Du solltest vorsichtiger sein. Ach was. Himmler ist immer noch mein Untergebener, vergiss das nicht. Kann diesen Kriecher nun mal nicht vertragen, wie der immer um den Adolf herumschrammelt. Er ist nicht der beste Freund, der blind anbetet. Oder sind Sie anderer Ansicht, meine Teuerste? Auf Sie verlassen wir uns ganz, Herr Röhm. Heute und immer. Weißt du schon das Neueste, Helga? Unser Stabschef wird Reichsminister, morgen oder übermorgen. Oh, da gratuliere ich aber herzlich. Minister ohne Geschäftsbereich, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Ernst wird schon was draus machen. Sie bringen bestimmt Schwung in den Laden. Na, wir werden es erleben. Berlin, Februar 1934. Der Reichswehrminister ist außer sich. Das gesamte Gebiet der Landesverteidigung eine Domäne der SA. Was wollen Sie mit dieser Denkschrift? Meiner SA endlich eine ihr gemäße Aufgabe zuweisen, und das ist die Landesverteidigung. Die Reichswehr wird Mannschaften und Führer ausbilden und sie als fertiges Material an uns überweisen. Und es sollte den Offizieren eine Ehre sein, meinen SA-Führern als Berater zur Verfügung zu stehen. Das ist die offene Kampfansage. Das ist die berechtigte Forderung der Männer, die diesen Staat begründet haben. Bis jetzt erntet doch nur ihr die Früchte unseres Kampfes. Wer hat denn Adolf Hitler zur Macht verholfen? Ein Teil der Reichswehr stand seinen Plänen schon immer wohlwollend gegenüber. Jetzt singt ihr ja sogar das Horst-Wessel-Lied und habt euch ein Hakenkreuz an die Mütze geheftet. Aber ein Abzeichen macht noch keinen Nationalsozialisten. Nehmen Sie Vernunft an, Röhm. Sie kennen meine politische Einstellung genau. Ich habe nichts gegen Sie persönlich, General. Aber ich habe verdammt viel gegen diese verknöcherten Offiziere. Woher nehmen die eigentlich das Recht, auf meine SA-Männer herabzusehen? Es sind viel verdiente Frontkämpfer darunter. Für mich ist die SA der militante Teil der Partei und prädestiniert zum Träger des Milizgedankens. Im Rahmen der Reichswehr. Darüber waren wir uns doch einig. Dass die Zusammenarbeit an der Unzulänglichkeit der SA-Führer zu scheitern droht. Aber wir werden doch von Ihren Leuten provoziert. Was soll denn das Gerede im Offizierskorps von einer Auflösung der SA? Man spricht über eine Verringerung um 2/3. Unverschämtheit! Wir lassen uns nicht an die Wand drücken. Hinter mir stehen 4 Millionen Rabauken, wenn Sie so wollen. Leider häufen sich die Klagen über Ausschreitungen. Es ist auch von heimlicher Bewaffnung die Rede. Na, Verleumdung weiter gar nichts. Jedenfalls verlangt der Reichswehrminister strikten Gehorsam. Er soll sich um seinen eigenen Dreck kümmern. Der Herr Reichswehrminister. Ich warne Sie, Röhm. Wenn Sie so weitermachen, führt das zum endgültigen Bruch. Wille Gehorsam, Einkreisen gelungen. Wir brauchen die Hunde nur noch abzuschießen. Diesem gelackten Affen von Offizier mal eins überbraten dürfte. Will uns beibringen, wie man Krieg führt. Er hat den 4 Jahre im Dreck gelegen. Die Straßenschlachten in Berlin waren die etwa nichts? Die Erfahrungen des Weltkrieges reichen für die moderne Kampfführung nicht aus. Eine Spezialausbildung ist unerlässlich. Dieses Geschwafel geht mir schon zu den Ohren raus. Na, lass mal. Dafür verstehen wir eine ganze Menge von so einem kleinen Bürgerkrieg. Scheiße. Mensch, Deckung! Du spinnst. Ich würde wieder lieber Polizist spielen. Das waren noch Zeiten. Wir sind jetzt die Schule der Nation. Hilfsschule, sagen unsere Kameraden von der Reichswehr. Diese Dreckskerle. Maul aufreißen, das können sie. Aber schlottern sie vor Angst, wenn sie uns nur sehen. Und ich sage euch, wir sollten marschieren. Der Führer wird dann schon mitmachen. Oder auch nicht. Das ist jetzt ein feiner Pinkel geworden. Dann marschieren wir eben gegen ihn. Wie sieht's aus, Jungs? Stehen kurz vor dem Siegsstabschef. Feindlicher Verband von allen Seiten eingeschlossen. Weiter so. Auf die können Sie sich verlassen, Chef. Und nicht nur bei der Übung. Das weiß ich. Bin stolz darauf. Darf man was fragen? Ja? Ist der Führer eigentlich gegen uns? Quatsch. Man redet zu viel. Irgendwas ist doch immer dran. Also jetzt hört mir mal zu, Jungs. Natürlich gibt es ein paar dumme und auch gefährliche Subjekte in seiner Umgebung. Das ist bei jedem großen Mann so. Aber der Führer weiß ganz genau, wem er seinen Aufstieg zu verdanken hat und wer unbeirrbar zu ihm gehört. Ist das klar? Ist klar, Stabschef. Aber die Unzufriedenheiten enttäuschter SA-Führer sind nicht mehr zu überhören. Sie werden Hitler hinterbracht. Er befiehlt, eine Liste von verdächtigen Personen aufzustellen.
Zu Befehl, mein Führer. Selbstverständlich streng geheim. Jawohl, mein Führer. Überbringung durch Reichsführer SS persönlich. Heil, mein Führer! »16. Mai 1934. Kommandeurssitzung in Bad Nauheim.« Was denn? Röhm als Reichswehrminister? Ein Mann, der mehrfach öffentlich erklärt hat, der graue Fels wird untergehen in der braunen Flut? Nee, vollkommen undenkbar. Man müsste sich an den alten Herrn wenden. Aber Sie kennen doch den Zustand des Herrn Generalfeldmarschall. Damit können Sie ihn doch jetzt nicht behelligen. Meine Herren, Sie können vollkommen beruhigt sein. Ich habe Herrn Hitler bereits mitgeteilt, dass die Generalität Röhm als Vorgesetzten geschlossen ablehnt. München, Anfang Juni 1934. Befehl des Stabschefs an die SA. Ich habe mich entschlossen, dem Rate meiner Ärzte zu folgen und meine in den letzten Wochen durch eine schmerzhafte Nervenerkrankung stark angegriffenen körperlichen Kräfte durch einen Kurgebrauch voll wiederherzustellen. Meine Stellvertretung übernimmt der Chef des Führungsstabes, Obergruppenführer von Krauser. Das Jahr 1934 wird die Vollkraft aller Kämpfer der SA erheischen. Ich empfehle daher allen SA-Führern, gleichfalls schon im Juni mit der Verteilung des Urlaubs zu beginnen. Insbesondere sollen jene SA-Führer und Männer, die im Juli dienstlich erreichbar sein müssen, im Juni mit Urlaub berücksichtigt werden. Es wird daher der Monat Juni für einen bemessenen Teil der SA-Führer und Männer, der Monat Juli für die Masse der SA die Zeit voller Ausspannung und Erholung sein. Ich erwarte, dass am 1. August die SA wieder voll ausgeruht und gekräftigt bereitsteht, um ihren ehrenvollen und schweren Aufgaben zu dienen, die Volk und Vaterland von ihr erwarten dürfen. Wenn die Feinde der SA sich in der Hoffnung wiegen, die SA werde aus ihrem Urlaub nicht mehr oder nur zum Teil wieder einrücken, so wollen wir ihnen diese kurze Hoffnungsfreude lassen. Sie werden zu der Zeit und in der Form, in der es notwendig erscheint, darauf die gebührende Antwort erhalten. Die SA ist und bleibt das Schicksal Deutschlands. Der Stabschef und so weiter. Das Ganze zur Veröffentlichung an den völkischen Beobachter. Röhms immer dringlichere Forderungen, der SA staatspolitische Funktionen zu übertragen, stoßen auf Hitlers entschiedenen Widerstand. Dieser versucht dagegen, die SA auf die nichtssagende Aufgabe des politischen Willensträgers und auf bedingungslosen Gehorsam ihm gegenüber zu beschränken. Sieg! Der Führer hat das Wort. Wenn das Heer der Waffenträger der Nation ist, dann müsst ihr sein, der Willensträger, der politisch gestaltende Willensträger der deutschen Nation. Das mache ich. Der Dr. Goebbels möchte hier nicht gesehen werden. So, Hindenburg. Hindenburg dämmert nur noch so dahin auf seinem Gut. Selbst der Führer konnte ihn neulich nur ein paar Minuten lang sprechen. Na, dafür haben Papen und Blombeck schon gesorgt. Die bewachen den alten Herrn doch dauernd. Da müssen wir gut aufpassen, sage ich Ihnen. Die führen noch einiges im Schilde. Sie haben recht, Stabschef. Besonders Papen. Er spielt sie in den letzten Wochen so auf, als ob er was zu sagen hätte. Ach, was, Papen? Die Generale sind gefährlich, Doktor. Eines Tages wird es heißen, Sie oder wir. Das habe ich Adolf übrigens auch klar gemacht. Und die Reaktion des Führers? Sie kennen ihn ja. Wenn man ihn vor vollendete Tatsachen stellt, dann macht er mit. Nun, vieles wird sie entscheiden, wenn Hindenburg stirbt. Da gibt's Arbeit für Sie, Doktor. Aber Sie werden das schon machen, wenn wir Sie nicht hätten. Von Propaganda verstehen wir rauen Krieger nicht viel. Jedenfalls halte ich Sie auf dem Laufenden, wenn ich etwas Wichtiges erfahre. Ich weiß, auf Sie können wir rechnen, Doktor. Heil Hitler, Stabschef. Sie kein Doktor. Was? So ein Klumpfriss erinnert mich immer an Teufel. Ach, du abergläubischer Depp, du. Ist doch nicht schlecht, wenn man mit dem Teufel im Bunde ist. Am 28. Juni tagt ein Ehrengericht des Deutschen Offiziersbundes. Also schreiben Sie. Protokoll. Nach Anhörung des Beschuldigten. Nee, das lassen Sie mal weg. Also, das am 28. Juni 1934 tagende
Ehrengericht hat einstimmig folgenden Spruch gefällt. Der Hauptmann AD Ernst Röhm wird wegen unehrenhaften Verhaltens aus dem Deutschen Offiziersbund ausgeschlossen. So, für diesen Herrn sind wir nicht mehr zuständig. Danke Ihnen, meine Herren. Man kann die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Reichswehr und SA von dritter Seite aufeinander gehetzt werden. Aber ich bitte Sie, mein lieber Kleist, wer sollte daran ein Interesse haben? Wenn Sie mich fragen, ich persönlich denke da an Himmler. Aber lassen wir diese Mutmaßungen, ich wollte Ihnen berichten. Der Chef hat mir die Warnung zukommen lassen, dass auch in Schlesien ein Angriff der SA auf die Truppe bevorstünde. Alle eingehenden Meldungen schienen diesen Verdacht zu bestätigen. Um das Schlimmste zu verhüten, bat ich Obergruppenführer Heines zu einer Unterredung unter 4 Augen. Es ist mir nicht leicht gefallen. Verstehe. Niemand setzt sich gern mit Mördern an einen Tisch. Ich sah keinen anderen Ausweg. Er leugnete nicht, die SA in einen gewissen Alarmzustand versetzt zu haben. Was wollen wir mehr? Ein Abtrünniger? In einen Alarmzustand aus Furcht vor einem Angriff der Reichswehr auf die SA. Er gab mir sein feierliches Ehrenwort, dass er einen Angriff auf die Truppen weder geplant noch vorbereitet hat. In diesem Punkt zweifle ich nicht an seiner Aufrichtigkeit. Er hat mir noch gestern Nacht telefonisch mitgeteilt, dass er erfahren habe, dass die Reichswehr ab 28. Juni im ganzen Reich abwehrbereit gegen einen SA-Putsch sei. Das bewog mich, nach Berlin zu fliegen. Sie sind dem Heines aufgesessen. Keineswegs. Er ist heute Morgen nach München geflogen und von dort aus zu Chur nach Bad Wiessee. Von einer Putschgefahr kann im Augenblick wohl nicht die Rede sein. Ich habe andere Meldungen. Mein lieber Reichenau, ein oberbayerischer Kurort scheint mir ein schlechter Ausgangspunkt für einen Aufstand zu sein. Mag sein, lieber Kleist. Aber jetzt ist es zu spät. Bad Wiessee. Hotel Hanselbauer? Ja, sofort. Herr Stabschef? Herr Stabschef! Ja, bitte? Herr Stabschef, ein Ferngespräch aus Essen. Aha. Komm sofort. Hotel Kaiserhof, aus Essen. Bitte, Herr Stabschef. Dankeschön. Kaffee! Blumen sind noch nicht kosten. Ja, Röhm. Mein Führer, Ihr Gespräch mit Wiessee. Herr Stabschef? Hitler beschwert sich bei Röhm über erneute Eigenmächtigkeiten der SA und befiehlt, eine SA-Führertagung für den 30. Juni 11 Uhr nach Bad Wiessee einzuberufen. Ja, ist gut, Adolf. Also bis übermorgen. Adolf hat für Samstag eine SA-Führerbesprechung hier im Hotel angeordnet. Wieso? Ich denke, der gondelt noch tagelang in Westdeutschland rum. Man hat ihm wieder was von Eigenmächtigkeiten unserer Leute gesteckt. Die Schweine möchte ich erwischen, die die Parolen in die Welt setzen. Naja, also solange wir uns nicht provozieren lassen, da kann eigentlich gar nichts passieren. Was sagt mein Junge? Ob unser Operettenfürst Göring dahinter steckt, dem traue ich jede Sauerei zu. Ja, das kann schon sein. Mir ist die Sache nicht geheuer. Kleist hat mich darin nur noch bestärkt. Die haben was vor. Du kannst das hiesige Klima nicht vertragen. Wir haben Föhn. Du bist ganz nervös, mein Junge. Die Leute aus dem Urlaub zurückzupfeifen. Wie willst du die überhaupt alle zusammenkriegen? Das wird Krauser schon machen. Frau Hanselbauer? Ja? Melden Sie mir doch bitte ein Gespräch mit Obergruppenführer von Krauser an. München, Braunes Haus, ja? Jetzt sofort erledigt, Herr Stabschef. Kommt eigentlich unser Freund Karl Ernst nach Wiessee? Nee, der ist anderweitig beschäftigt. Ach, ist er schon ins Eheglück gestartet? Schifft sich morgen nach Teneriffa ein. Sofort. Du, ich glaube, Adolf will sich mal gründlich mit uns aussprechen. Die Sache wird schon in Ordnung kommen. Danke. Hoffentlich will er uns nicht nur die Leviten lesen. Das ödet mich langsam an. Edmund, wenn der uns wieder was vorweint, nehmen wir das gar nicht zur Kenntnis. Und ich werde mich nicht scheuen, mein Lieber, einiger unserer speziellen Freunde die Maske vom Gesicht zu reißen. München, 28. Juni, abends. Mein Gott, wo warst du denn bloß? Ich hab pausenlos hinter dir her telefoniert. Was ist denn los? Standartenführer Merzer, da schau dir das an. SA auf die Straße. Der Führer ist gegen uns. Weißt du was davon? Keine Ahnung, das Erste, was ich höre. Das ist eine Fälschung. Eine plumpe Fälschung. Wenn jemand für mich anruft, ich bin im Braunen Haus. Und wann kommst du zurück? Weiß ich noch nicht. Im Hotel Dresen wartet Hitler zunächst die weitere undurchsichtige Entwicklung ab. Tatsächlich erhält er Informationen, die auf einen Putsch schließen lassen. Er beschließt, mit Goebbels noch in dieser Nacht nach München zu fliegen und sofort nach Wiessee weiterzufahren. Bad Wiessee, 30. Juni,
Früher Morgen. Meine Herren, jetzt Herrn Hitler. Und zum Herrn Stabschef. Erste Tür links. Hitler überrumpelt den ahnungslosen Röhm, der seine Verhaftung im ersten Augenblick für einen schlechten Scherz hält. Diese blitzschnelle Aktion trifft noch weitere SA-Führer. Was ist denn hier los? Diese Sauerei werden wir euch schon noch abgewöhnen. Im Gefängnis Stadelheim gibt's nur Einzelzimmer. Ich hab doch nichts getan. Lutze, so helfen Sie mir doch. Ich weiß nichts, ich kann nichts tun. München. Gefängnis Stadelheim. 14:30 Uhr. Aber meine Herren, ich bitte Sie, was geschieht denn hier eigentlich? Die auf dieser Liste angekreuzten Personen sind mir zur sofortigen Erschießung auszuliefern. Meine Herren, das ist doch unmöglich. Ich habe keinerlei dienstliche Anweisung. Nein, nein, das kann ich auf keinen Fall. Diese Leute gehen Sie gar nichts an, das sind Gefangene des Führers. Die SS kann hier unmöglich Justizrechte ausüben. Herr Hitler, meine Herren. Herr Justizminister, Gott sei Dank. Ich versuche gerade Herrn Gruppenführer Dietrich klarzumachen, dass es für uns unmöglich ist, die hier angekreuzten 6 SA-Führer ohne gerichtliche Entscheidung zu überstellen. Ich habe bereits angeordnet, dass die Landespolizei unsere Beamten unterstützt. Dr. Frank, es handelt sich schließlich um Staatsgefangene der Reichsregierung. Herr Minister, wir haben den Befehl, die inhaftierten SA-Führer sofort zu erschießen. Aber, meine Herren... Das ist ein Führerbefehl und augenblicklich auszuführen. Wir befinden uns hier auf dem Boden der Justiz. Ja, die Gefangenen stehen unter unserem Schutz. Soll das eine Befehlsverweigerung sein? Sie müssen doch schließlich den Dienstweg einhalten. Sie wollen also Sperenzchen machen? Davon kann doch gar keine Rede sein. Würden Sie vielleicht die Freundlichkeit haben, mich sofort mit dem Braunen Haus zu verbinden? Sie brauchen bloß den Hörer abzunehmen und den weißen Knopf zu drücken. Können Sie selbst wählen. Ah, Sie sind's, Hess. Hier Sepp Dietrich. In Stadelheim. Das Erschießungskommando steht lange bereit, aber die zuständigen Herren hier verweigern die Herausgabe der Gefangenen. Ja. Ja, sofort. Der Stellvertreter des Führers will Sie sprechen. Hier, Frank. Ja, lieber Hess, wir wollen hier selbstverständlich keine Schwierigkeiten machen, aber der zuständige Gefängnisdirektor, Herr Dr. Koch, hat lediglich eine Liste erhalten, auf der die Namen der 6 auszuliefernden Herren nur mit Bleistift angekreuzt waren. Sie werden verstehen, dass ich rückfrage, um Missverständnisse zu vermeiden. Aber diese Leute machen doch keineswegs den Eindruck, als ob sie putschen wollen. Bitte sprechen Sie doch noch einmal mit dem Führer. Jawohl. Ja, ich verstehe. Theater ist das wegen dieser Bürschchen. Ihnen kann es doch egal sein, ob einer mehr oder weniger umgelegt wird. Geben Sie die Leute frei. Ja. Bitte, meine Herren. Na, warum nicht gleich alles wegen Ihrer seelischen Blähung? Was wird denn mit den Brüdern vom Bratwurstlöffel? Hab schon ein Kommando in Trab gesetzt. Hier hat euer Freund Röhm doch immer getafelt. Der kommt heute bestimmt nicht. Wenn der Wirt nichts weiter, was soll man denn bloß verbrochen haben? Keine Ahnung. Wollt ihr wohl die Pfoten oben lassen? Mitkommen. Schneidhuber? Ja. Der Führer
Der Führer hat Sie zum Tode verurteilt. Das ist eine Sauerei, was Sie hier machen. Ich will sofort den Führer sprechen. Wir sind alle unschuldig. Da lege ich meinen Kopf hin. Diese Schweine, diese feigen Botzen haben uns in eine Falle gelockt. Da sind die Herren. Aber Sepp, was ist denn hier los? Sie sind unschuldig! Antreten lassen. Antreten! Reinholen. Achtung! Der Führer hat Sie zum Tode verurteilt. Heil Hitler! Feuer! Achtung! Der Führer hat Sie zum Tode verurteilt. Ich schwöre, dass ich unschuldig bin. Kameraden, trefft gut. Es lebe Deutschland! Feuer! Achtung! Ich bin unschuldig. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu vom tun. Führer zum Tode verurteilt. Ich weiß nicht, was hier Heil vorgeht. Feuer! Du in Berlin bei Göring. Da ist der Zauber auch schon losgegangen. In Lichterfelde liegen sie zu Dutzenden. Im Kohlenkeller der ehemaligen Kadettenanstalt Berlin-Lichterfelde. Unter den Gefangenen auch der SA-Obergruppenführer von Berlin, Karl Ernst. Achtung! Legt an! Der Führer hat Sie zum Tode verurteilt! Deshalb haben Sie mich also vom Schiff geholt. Der Führer hat Sie zum Tode verurteilt. Wo steckte denn der Führer? Hier in Berlin, oder? Den halten Sie irgendwo gefangen. Das ist die Reaktion der Generäle, von Papen oder sogar der fette Hermann. Vielleicht haben Sie den Führer schon umgebracht und wir stehen hier und können nichts tun. Los, ihr seid dran. Komm ernst. Lassen Sie mich los, fassen Sie die nächsten Reihe. Habt ihr noch immer nicht begriffen, dass immer 4 auf einen Schlag drankommen?
Das lebe der Führer, Hitler! Gefängnis Stadelheim, Sonntag, 1. Juli, 11 Uhr. Ja, bitte. Sind Sie Dr. Koch? Ja. Ich habe den Auftrag, Herrn Röhm in seiner Zelle aufzusuchen. Das ist leider unmöglich. Mit wem habe ich die Ehre? Oberführer Eicke! Darf ich um Ihren Ausweis bitten? Das ist eine Unverschämtheit. Bitte. Ich kann Ihrem Verlangen nur stattgeben, wenn Sie einen schriftlichen Auftrag haben. Ich handle auf unmittelbaren Befehl des Führers. Können Sie das an Eidesstadt versichern? Sie haben ein Ehrenwort. Das genügt hoffentlich. Na gut. Dann muss ich erst mit dem Herrn Justizminister sprechen. Wie Sie meinen. Hier Koch. Herr Justizminister, bei mir befindet sich Oberführer Eicke mit 2 Herren von der SS. Sie möchten in die Zelle von Stabschef Röhm gebracht werden. Ja. Ja, Sie können Oberführer Eicke selbst sprechen. Bitte? Herr Frank, wir sind hier im unmittelbaren Auftrag des Führers. Bitte weisen Sie Herrn Dr. Koch an, uns sofort zu Röhm zu lassen. Was sind das für unglaubliche Schwierigkeiten? Bitte? Bitte, Herr Justizminister? Ja. Jawohl. Bitte, wenn Sie mir folgen wollen. Bitte, die Herren kommen zu Röhm. Röhm, Sie haben Ihr Leben verwirkt. Der Führer gibt Ihnen Gelegenheit, die Konsequenzen zu ziehen, wie es sich für einen ehemaligen Offizier gehört. Sie haben 10 Minuten Zeit. Wie viele Opfer dieser Aktion insgesamt zum Opfer fielen, das weiß bis heute niemand. Sicher waren es Hunderte und nicht nur SA-Leute, auch Politiker, ganz unpolitische Leute durch Namensverwechslung, Geistliche. Alle möglichen Menschen brachten Hitler und Göring um, weil sie in ihnen entweder frühere Feinde bestrafen,
spätere mögliche Feinde ausräumen wollten. Hinterrücks erschossen in seinem Hause wurde General von Schleicher, weil Hitler glaubte, ein Teil der Reichswehr stünde noch hinter ihm. Aber in Wahrheit nahm diese Armee den Mord an ihrem früheren Chef ziemlich geruhsam hin. Der General von Blomberg, Reichswehrminister, erließ am 1. Juli einen Tagesbefehl, in dem es hieß: Der Führer hat mit soldatischer Entschlossenheit und vorbildlichem Mut die Verräter und Meuterer selbst angegriffen und niedergeschmettert. Die Wehrmacht als Waffenträger des gesamten Volkes, fern von innenpolitischen Kämpfen, wird danken durch Hingabe und Treue. Und so gab die Armee, die scheinbare Siegerin dieser Tage, sich selbst auf. Später durfte sie sogar unauffällig Schleicher wieder rehabilitieren. Hitler aber erließ schon am 3. Juli ein Gesetz, wonach alles, was bei der Niederschlagung des sogenannten Putsches geschehen sei, rechtens wäre. Das war der einzige Paragraph dieses Gesetzes, in dem der Mörder seine Tat legalisierte. Der wahre Sieger war allerdings jemand, den man damals noch nicht als solchen erkennen konnte. Himmler mit seiner Schwarzen Garde, die sich nun zum ersten Mal als Staat im Staat, als eigene Organisation zum Lohn für ihre Hilfe bei dieser Mordtat etablieren konnte. Und was tat Hindenburg, in dem viele noch den getreuen Eckhard Deutschland sahen? Er dämmerte dahin im fernen Neudeck, hat sicherlich nicht das Telegramm selbst verfasst und abgezeichnet, das in seinem Namen an Hitler abging und in dem es hieß: Aus den mir erstatteten Berichten ersehe ich, dass Sie durch Ihr entschlossenes Zugreifen und durch die tapfere Einsetzung Ihrer Person alle hochverräterischen Umtriebe im Keim erstickt haben. Sie haben das deutsche Volk aus einer schweren Gefahr gerettet. Hierfür spreche ich Ihnen meine aufrichtige Anerkennung aus. Und genau einen Monat später ist Hindenburg gestorben. Nun übernahm Hitler auch offiziell die ganze Macht. Die Armee wurde auf ihn vereidigt. Und er war fortan der Führer und Reichskanzler. Schon am 13. Juli aber hatte er dem ihm blind ergebenen Reichstag eine sogenannte Rechtfertigung über das, was in jenen Tagen geschehen war, abgelegt. Hören Sie darüber zum Schluss seine eigenen Worte in diesem Reichstag mit seiner Stimme. Wir brauchen die Treue und ich allein muss ihn dafür zur Verantwortung ziehen. Im Beisein des Ministers Goebbels und des neuen Stabschefs wurde dann die Ihnen bekannte Aktion durchgeführt und in München abgeschlossen. Wenn ich noch wenige Tage vorher zur Nachsicht bereit gewesen war, dann konnte es in dieser Stunde eine solche Rücksicht nicht ergeben. Meutereien bricht man nach ewig gleichem eisernen Gesetz. Wenn mir jemand den Vorwurf entgegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm nur sagen, in dieser Stunde war ich verantwortlich für das Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen Volkes oberster Gerichtsherr.